Das habe ich jetzt nicht aufgenommen gerade. Oh nö. Alright, und die bocken wir jetzt erst mal an. Erklär mal, was sehen wir da gerade? Auf dem Domplatz hat die Jugend Platz gemacht. Es war dann schon so, dass wir da morgen früh nochmal reinschauen, oder? Ja, da müssen wir so lange noch in der Stadt bleiben. Noch zu Zeiten der römischen Herrschaft wurde die keltische Gründung Trento zu einem Bischofssitz. Im weiteren Verlauf der Geschichte änderte sich die Zugehörigkeit der Stadt immer wieder. Nachdem Trient unter anderem für kurze Zeit zum Herzogtum Bayern gehört hatte, wurde das Bistum zum Hochstift erklärt, der Bischof also auch zum weltlichen Herrscher über ein Territorium. Das Hochstift Trient unterstand bis zu seiner Auflösung in der Zeit Napoleons unmittelbar dem Kaiser. Von 1815 bis 1919 gehörte Trient zum österreichischen bzw. österreichisch-ungarischen Kaiserreich. 1861 war das italienische Königreich gegründet worden, in welches Trient nach dem Ersten Weltkrieg aufgenommen werden konnte. Das ausgemeißelte Wort unter dieser nationalistischen Inschrift dürfte Mussolini oder Duce gewesen sein und der nun fehlende Gegenstand der Frauenfigur darüber wohl ein Rutenbündel, die sogenannten Fasces als Symbol des faschistischen Reichs. Seit Beginn der Zeit als Hochstift Anfang des 2. Jahrtausends regte sich durch die Bevölkerung und den Adel Widerstand gegen diese Herrschaft. Just verlegte der Fürstbischof seine Residenz vom Palast am Dom in eine neue Burg am Stadtrand Trients. Einerseits konnte er so besser die Stadt beschützen und andererseits sich vor ihr. Da scheint eine Klanginstallation von Brian Eno zu sein. Weißt du, ob der bei Roxy Music oder bei Talking Heads war? Roxy Music. Klanguhren. Auf die andere Seite ist jetzt zur Morgensonne. Ne? Du kannst dahin tanzen. Das ist krass, dass diese Bäume, die fangen jetzt erst an zu blühen, ne? Im September. Scheinbar. Ob das normal ist oder ob das auch eine... Naja, ich sag nichts. Ja, wieder hier der... Ich glaube, der Security-Mensch hat keinen Bock mehr auf unsere Fahrräder aufzupassen. Hast du schon gesagt, was? Nö, ist nur so meine Einschätzung. Jetzt geht's wieder raus aus Trento. Hier können durchaus Wahlkampfveranstaltungen stattfinden gerade. Vier, drei, zwei, los geht's. Jetzt bin ich gespannt. Also ich würde sagen, Kasperl auf 1, Profi auf 2. Zweiter Platz. Waren ja alle mit Nationaltrikots. Are you excited or Rangers? Neither. And which is your team? I thought Scotland. Scotland in general. Yeah. I'm cycling's. Schmetterling, tu's nochmal, lieber kleiner Schmetterling. Geh zum Handschweiß. Jetzt sitzt auf der Kamera drauf. Was machen wir denn jetzt? Lecker brauchen wir noch, ne? Mhm. Komm, setz dich nochmal da drauf. Da, ja genau. So, wir sind jetzt in Rovereto. Sorry, ich spreche gerade mit dem Schmetterling. Ah ja, okay, jetzt sind wir also auf der Via Claudia Augusta und wir sind in Rovereto und hier ist ein Museum für zeitgenössische Kunst Italiens. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit in dem Museum und dann ist es eine überschaubare Länge der Strecke, bis wir dann am Lago sind. Und dann haben wir mal eine Abwechslung, weil die ganze Zeit so eine öde Mittelrheintal-Atmosphäre hier, dröge. Das braucht ja kein Mensch. Rovereto. Das wird es wohl sein, das Markt. Oder auch nicht.
So, wir haben es endlich gefunden. Das Mart Alex Katz. Forza del Vero, pittura moderna e realtà. Angi. Sagt mir alles gar nichts. Mart steht auf etwas verschrobene Weise für Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, also Museum für moderne und zeitgenössische Kunst von Trient und Rovereto. Jetzt weiß ich nicht, ob man filmen darf, aber bis mir jemand in den Arm fällt. Hier sehen wir ein paar typische Werke des Futurismus. Die 1909 in Italien begründete Richtung verherrlichte den Fortschritt, den Krieg, die Technologie und den Nationalismus und lehnte das Schwelgen, die Vergangenheit, den Traum und die Frauenrechte ab. Diese letztlich immer noch gegenständlichen Bilder sind voll der Veranschaulichung des maschinellen, dynamischen, kriegerischen. Mit ihrem höchst avantgardistischen Ansatz versuchten die Futuristen alles, sich über die gängigen Stilmittel von Kubismus, Expressionismus usw. hinwegzusetzen. Quatsch. Ich finde das auch schwierig. Die Geburt der Venus. Tennis vor 4 Jahren. Auf der Seite jetzt. Wisst ihr, worauf ich richtig dolle Lust habe? Mir Auf? morgen ein Fahrrad zu mieten und mit euch mitzufahren. Was ich natürlich nicht machen werde, aber ich habe auf jeden Fall große Radlerlust.